Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, Andrea. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Und heute werde ich dir zeigen, wie man eine Sockenferse stricken kann. Ich zeige es dir, wie ich es von meiner Oma gelernt habe. Also mach es dir gemütlich, hol dir vielleicht eine Tasse Tee oder Kaffee und strick mit mir gemeinsam diese Käppchenferse. Diese Käppchenferse wird am häufigsten gestrickt, denn sie passt allen Fußformen. Auch Leuten mit einem hohen Spann, so wie ich es habe, passt diese Ferse wunderbar. Diese Ferse besteht aus zwei verschiedenen Teilen, nämlich der Fersenwand, also das ist die Fersenwand, und dem Fersenkäppchen. Ich habe mir hier schon ein Bündchen vorbereitet, das ist ungefähr 19 cm lang und ich habe immer 2 Maschen rechts und 2 Maschen links gestrickt. Und wenn du nicht weißt, wie man ein Sockenbündchen strickt, verlinke ich dir ein Video dazu in der Videobeschreibung. Ich habe hier 16 Maschen auf jeder meiner 4 Nadeln. Diese Anzahl nehme ich meistens für Schuhgröße 40 bis 42. Und es ist übrigens egal, wie viele Maschen du jetzt auf deiner Nadel hast. Du kannst diese Ferse natürlich auch mit 14, 15 oder 17 Maschen pro Nadel stricken. Ich werde dir die Ferse so erklären, dass du es mit jeder anderen Maschenanzahl auch stricken kannst. Und nun beginnen wir. Alle weiteren Infos, die ich jetzt nicht erwähnt habe, wie zum Beispiel welche Sockenwolle das jetzt ist und so weiter, schreibe ich dir in die Videobeschreibung. Die Fersenwand stricke ich mit der 4. und der 1. Stricknadel, also mit der Nadel vor dem Anschlagsfaden und mit der Nadel nach dem Anschlagsfaden. Das mache ich deswegen auf diesen 2 Nadeln, damit kein Treppchen entsteht. Die letzte Reihe vom Bündchen habe ich nur bis zur 3. Nadel gestrickt und mit der 4. Nadel stricke ich nun alles rechte Maschen. Dann lege ich meine Arbeitsnadel zur Seite und stricke mit der 4. Nadel weiter. Ich stricke auch von dieser Nadel alle Maschen rechts. Und somit habe ich die Maschen von der 4. Nadel und der 1. Nadel auf einer Nadel. Und wenn ich einmal zwischendurch meine Socken weglege, sehe ich sofort, wie ich jetzt weiter stricken muss. Am Ende von der Nadel drehe ich die Socke um, denn wir stricken nun in Reihen weiter. Ich stricke die ersten 3 Maschen rechts. Dann alle anderen links bis vor die letzten 3 Maschen stricken. Und die letzten 3 Maschen wieder rechts stricken. Diese rechten Maschen ergeben später übrigens kleine Rippchen, die uns das Zählen erleichtern.
Das sind die 2 Musterreihen von der Fersenwand, die du einige Male strickst. Also in der Hinreihe strickst du alles nur rechte Maschen. Von der ersten bis zur letzten Masche strickst du alle Maschen nur rechts. Dann drehst du das Ganze um. In der Rückreihe strickst du die ersten 3 Maschen rechts. Bis vor die letzten 3 Maschen links. Gerne möchte ich dich dazu einladen, meinen Kanal zu unterstützen. Du kannst das entweder mit einer Kanalmitgliedschaft machen oder wenn du dieses Video teilst in deinem Blog oder deiner Facebook-Gruppe oder einfach so weiterschicken. So etwas hilft mir und meinem Kanal wirklich sehr. Und die letzten 3 Maschen rechts. Und genau das wiederholst du einige Male. Wie oft du das wiederholst, hängt davon ab, wie viele Maschen du auf der Nadel hast. Ich habe hier 16 Maschen pro Nadel angeschlagen. Deswegen brauche ich insgesamt 15 dieser Rippchen. Ich brauche hier immer eine Rippe weniger als Maschen pro Nadel. Hätte ich 15 Maschen pro Nadel angeschlagen, bräuchte ich nun 14 solcher Rippchen. Das ist meine fertige Fersenwand. Ich habe immer nur in der Hinreihe rechte Maschen gestrickt und in der Rückreihe die ersten 3 Maschen rechts, alles linke Maschen und dann die letzten 3 Maschen auch rechts. Und wenn man diese Reihen immer wiederholt, ergibt das hier an den Rändern solche Rippchen. Und ich habe nun 15 dieser Rippchen. 2 Reihen ergeben immer ein Rippchen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und hier oben ist Nummer 15. Ich habe 16 Maschen pro Nadel angeschlagen, deswegen passen meine 15 Rippchen und ich kann mit dem Teil 2 der Ferse beginnen, nämlich dem Fersenkäppchen. Für das Fersenkäppchen teile ich meine Maschenanzahl von der Fersennadel durch 3. Sollte das Ganze nicht durch 3 teilbar sein, dann gehören die 1 bis 2 Maschen, die zu viel sind, zum mittleren Teil. Ich nehme mir übrigens immer etwas Restwolle, um die Teile zu markieren, dann brauche ich nämlich nicht mitzählen. Ich habe ja pro Nadel 16 Maschen angeschlagen und habe jetzt auf der Fersennadel insgesamt 2 mal 16 Maschen, also 32 Maschen drauf. Diese 32 Maschen teile ich nun durch 3. Also hier einmal 10 Maschen, dann sind in der Mitte 12 Maschen, denn es sind 2 Maschen zu viel und im letzten Drittel hier sind noch einmal 10 Maschen. Hätte ich zum Beispiel 30 Maschen, wären alle 3 Drittel gleich groß. Damit sich dieses Fersenkäppchen nun bildet, stricken wir immer eine Masche vom mittleren Teil mit einer Masche von den 2 äußeren Teilen zusammen.
Ich stricke nun alles rechte Maschen bis eine Masche vor dem zweiten Maschenmarkierer. Den ersten Maschenmarkierer gebe ich mir höher und ich stricke weiter. Hier ist noch eine Masche vor dem Maschenmarkierer übrig. Und nun stricke ich eine Masche vom Mittelteil mit einer Masche vom letzten Teil rechts überzogen zusammen. Also eine wie zum Rechtsstricken abheben, die nächste rechts stricken und nun die abgehobene über die abgestrickte ziehen. Jetzt drehe ich das Ganze um und stricke zurück. Die erste Masche hebe ich wie zum Linksstricken ab und stricke alles linke Maschen bis eine Masche vor dem nächsten Maschenmarkierer. Jetzt stricke ich die Masche vom mittleren Teil mit der ersten Masche vom äußeren Teil links zusammen. Ich drehe das Ganze wieder um und wiederhole das Ganze. Die erste Masche wie zum Linksstricken abheben. Rechts stricken, bis nur mal eine Masche vom Mittelteil übrig ist. Hier kannst du übrigens wunderbar sehen, welche Maschen zusammengestrickt gehören. Zwischen den Teilen entstehen so Lücken und deswegen braucht man jetzt eigentlich auch keinen Maschenmarkierer mehr. Auf der Vorderseite stricke ich immer die Masche vor der Lücke mit der Masche nach der Lücke rechts überzogen zusammen. Umdrehen, die erste Masche wie zum Linksstricken abheben, links stricken, bis nur mal eine Masche vom Mittelteil übrig ist. Die Masche vor der Lücke mit der Masche nach der Lücke links zusammenstricken.
Das Ganze geht so weiter, bis das erste und das letzte Drittel keine Maschen mehr übrig hat. Also abheben, rechts stricken, also rechts stricken bis eine Masche vor dem Ende des Mittelteils, die 2 rechts überzogen zusammenstricken, umdrehen, abheben, links stricken bis eine Masche vor dem Ende des Mittelteils, und links zusammenstricken. Und das wiederholst du eben so lange, bis links und rechts keine Maschen mehr übrig sind. Umdrehen, abheben, alle Maschen links. Ich möchte dich gerne noch einmal dazu einladen, meinen Kanal zu unterstützen. Entweder als Kanalmitglied oder wenn du dieses Video teilst. Nun die letzte Masche des Mittelteils mit der einzigen Masche vom letzten Teil links zusammenstricken. Deine Ferse ist nun fertig. Jetzt musst du nur mal diese Maschen wieder auf 2 Nadeln verteilen und aus jedem dieser Rippchen eine Masche herausholen und den Spickel stricken. Eine Masche wie zum Linksstricken abheben, bis zur Mitte mit der ersten Arbeitsnadel rechts stricken, mit der zweiten Arbeitsnadel die zweite Hälfte stricken. Und aus jedem dieser Knötchen hole ich mir nun eine Masche heraus. Und damit hier kein Loch entsteht, hole ich mir auch gerne noch eine Masche heraus. Also da irgendwo dazwischen hole ich mir meistens auch noch eine raus. Wie gesagt, meistens, nicht immer. Die nächsten 2 Nadeln stricke ich ganz normal rechts.
Vor der letzten Nadel hole ich wieder aus jedem Knötchen eine Masche heraus. Na, das will jetzt nicht wegen der Kamera, aber ich bin wie immer auch in einer anderen Haltung mit Kamera. Und hier hole ich mir auch gerne noch einmal eins mehr raus, damit hier nicht so ein Loch entsteht. Und jetzt stricke ich hier die restlichen Maschen weiter. Die Ferse ist nun fertig gestrickt, die Maschen herausgeholt, aber auf den 2 Fersenstricknadeln sind mehr Maschen drauf. Diese Maschen werde ich in den nächsten Runden wieder reduzieren. Ich stricke jetzt immer eine Runde rechte Maschen, danach eine Runde rechte Maschen und nehme dabei 2 Maschen ab, bis ich auf alle 4 Nadeln die gleiche Maschenanzahl habe. Also eine Runde rechte Maschen. In der Nachbearbeitung werde ich dir diese Runde auf schnell drehen, also keine Sorge, so schnell kann ich auch wieder nicht stricken. Und jetzt kommt die Runde, in der ich die Maschen reduziere. Ich stricke auf der ersten Nadel bis zu den letzten 2 Maschen rechts. Diese 2 Maschen stricke ich rechts zusammen. Und schon habe ich eine Masche weniger auf dieser Nadel. Alle Maschen rechts stricken von der Nadel Nummer 2. Also bei der Nadel Nummer 2 passiert jetzt überhaupt nichts. Dann kommt hier die Nadel Nummer 3. Auch hier stricke ich alle Maschen rechts. Bei der Nadel Nummer 4 stricke ich die ersten 2 Maschen zusammen. Du kannst diese 2 Maschen entweder ganz normal rechts zusammenstricken, so wie ich jetzt. Falls du fortgeschrittener bist, kannst du diese Maschen auch rechts überzogen zusammenstricken. Dann sieht diese Seite noch besser aus. Egal wie du das jetzt machst, die restlichen Maschen von dieser Nadel stricke ich rechts. Und diese 2 Runden wiederhole ich eben, bis ich auf jeder Nadel wieder die gleiche Maschenanzahl vom Anfang habe. Also immer eine Runde nur rechte Maschen stricken und in der nächsten stricke ich die letzten 2 Maschen von der ersten Nadel rechts zusammen und die ersten 2 Maschen von der 4. Nadel. Und das war jetzt die ausführliche Fersenanleitung und den Spickel habe ich dir auch noch mit gezeigt. Vielen Dank fürs Mitmachen. Ich freue mich über deine Unterstützung. Entweder als Kanalmitglied kannst du dafür sorgen, dass ich immer genug Sockenwolle zu Hause habe, oder wenn du eben das Video teilst.
Ich bin für wirklich jede Unterstützung dankbar und ich freue mich darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder mit dabei bist. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe. Deine Andrea.